Was ist besser für unseren Körper, für unsere Muskeln, um gelenkschonend fit zu sein und fit zu werden? Besser als Joggen, besser als Radfahren. Jetzt hier in Nature Flow. Gerade jetzt nach dem Winter ist es doch so, man hat über den Winter zu viel gegessen. Man kam nicht dazu, sich zu bewegen, und da sind die Pfunde geblieben. Und bei den ersten Sonnenstrahlen fällt uns auf, Mensch, jetzt muss ich aber wieder fit werden. Das bedeutet natürlich, mit dem aufzuhören, was uns über den Winter dick gemacht hat. Fertigprodukte, lange rumsitzen, das geht nicht. Wir müssen raus in die Sonne, an die frische Luft. Und das geht am besten, wenn wir uns draußen bewegen. Denn die Bewegung unserer Muskeln, die macht uns wieder richtig fit. Das geht gut beim Joggen. Aber viele haben mit den Knien Beschwerden. Viele haben auch mit der Hüfte Beschwerden. Entweder wenn sie wieder einsteigen oder wenn sie länger dabei sind. Und selbst wenn man diese Beschwerden nicht hat, so wird es dann irgendwann auch mal ein bisschen langweilig, wenn man immer den gleichen Radius, die gleichen Strecken läuft. Dann kann man natürlich noch auf das Fahrrad umsteigen. Da bewegt man aber hauptsächlich seine Beine, und das geht auch wieder auf die Knie, auf die Fußgelenke. Und man sitzt schließlich auch noch auf dem Sattel, der Taubheitsgefühle verursachen kann. Also bei mir tut das immer, egal welchen ich benutzt habe, egal in welcher Stellung. Und noch dazu, wenn es draußen windig ist und nicht ganz so warm ist wie auch heute, dann wird es auch kalt auf dem Fahrrad. Was also tun? Ganz einfach, das hier ist die Lösung. Genau, ein Tretroller, das macht Spaß, der schont die Gelenke super. Und er ermöglicht die Bewegung des gesamten Körpers. Die Beine sind gefordert, die Füße sind gefordert, der Rumpf ist gefordert, die Arme, die Schultern. Alles ist bei der Bewegung dabei. Also rauf auf den Tretroller, los geht's. Was ist jetzt das Tolle hier an diesem Tretroller? Nun ja, wir sind super gelenkschonend unterwegs, wenn wir auf dem Trittbrett hier stehen. Dafür nehme ich einmal den Ständer nach oben. So. Wenn wir auf dem Trittbrett stehen, ist ständig dieses Bein hier angespannt. Hier ist Spannung auf dem Bein, und diese Dauerspannung, die gibt einen enormen Kräftigungsimpuls. Und dadurch, dass wir quasi immer Schwung geben, wir kommen ja immer wieder zum Schwung geben hier auf, machen wir etwas, das so ähnlich ist wie Treppensteigen, und das stärkt die Wade. Die Wade, unser Wadenmuskel, ist sehr wichtig, auch bekannt als unser zweites Herz. Schau einmal in dieses Video. Wir bewegen aber nicht nur unsere Beine, nein, es geht weiter. Der gesamte Rumpf, Rücken wird bewegt. Denn wenn wir auf dem Tretroller stehen und uns nach vorne wegbewegen, dann übertragen wir die Kraft über unseren gesamten Körper. Zum einen natürlich auf den Fuß, der auf dem Trittbrett steht, zum anderen aber hier auch ein bisschen auf den Lenker. Aber in der Hauptsache in unseren Körper. Denn wir wollen ja nicht nur den Roller nach vorne beschleunigen, wir wollen auch uns nach vorne beschleunigen. Und dann geht das los. Also der Tretroller macht unsere Fußgelenke hier beweglich. Und nicht nur beweglich im Winkel, sondern auch stark. Er bringt uns Koordination für den gesamten Körper, was das Gleichgewicht und die Kontrolle im Gehen auch auf gerade unebenen Flächen stark erhöht. Dann haben wir im gesamten Körper Spannung und Kraft in den Armen, in den Schultern, im Rumpf, im Rücken. Überall werden Muskeln beansprucht beim Tretrollerfahren. Und das, was nochmal richtig toll ist, es macht richtig viel Spaß. Denn dadurch, dass der gesamte Körper einbezogen wird, wird jeder Muskel bewegt. Wir sind nach dem Tretrollerfahren richtig ausgelaugt. Wir kommen auch richtig schnell ins Schwitzen, uns wird richtig schnell warm. Und das ist das beste Zeichen dafür, dass eben der gesamte Körper in die Bewegung einbezogen wird, dass der gesamte Körper vitalisiert wird. Super! Und wie geht es nach so einem langen Winter wie diesem Winter los? 4 Monate hatten wir hier nur grauen Himmel, es war im Grunde stockdunkel. 2 Monate Eis und Schnee und das Ganze nochmal gefolgt von Sturm und Nässe. Es ist immer noch nicht ganz trocken, aber jetzt muss es wieder rausgehen. Die Geräusche des Waldes erfüllen meine Ohren und die mich umgebende Luft zieht richtig in meine Lungen ein. Es ist wunderbar. Wie geht es am besten los? Nach einem langen Winter, nach einer langen Pause. Oder wenn man überhaupt einsteigen will und sich vitalisieren möchte. Ganz klar, wir starten so in der Intensität, dass wir noch sprechen können. Das wäre eine Zone 2, würde man das im Sport nennen. Und diese Zone 2 führt dazu, dass unser Körper gut durchblutet wird, dass die frische Luft rein transportiert wird, die verbrauchte abgeführt wird, dass wir durch die Bewegung Stress abbauen. Schaut einmal das Video zum Stressabbau an. Dass insgesamt das Herz-Kreislauf-System richtig in Schwung gebracht wird. Also das ist im Grunde das Gleiche, als wenn ihr einen Blumenstrauß erstmal ordentlich gießt und der danach wieder richtig aufblüht. Das ist die Zone 2. Und so wollen wir so 2-3 Mal pro Woche unterwegs sein. Am Anfang vielleicht nur 100, 200, 300 Meter. Langsam steigen, mehrere Kilometer. Und später werden die Strecken entsprechend länger.
wenn man die Lust dazu hat. Und wenn es unterwegs zu anstrengend wird, nicht genieren. Der Tretroller ist dazu da, dass man auch richtig schnell absteigen kann. Wir fahren und schon gehen wir wieder. Oder wir fahren gleich wieder. Das geht sofort und wenn es zu anstrengend wird, einfach zu Fuß weitergehen. Und das Schöne ist, unser Gewicht wird teilweise noch abgestützt beim Gehen. Das macht den Ausflug in die Natur dann noch einmal leichter. Und wenn wir unseren Kreislauf so schön im Griff haben, dann legen wir noch einmal pro Woche ein richtig intensives Intervalltraining dazu. Da belasten wir uns dann bis in Zone 5. Da können wir dann nicht mehr so leicht sprechen und gehen ans Maximum unserer Leistungsfähigkeit. Aber nur für 10 bis 15 Sekunden. Danach geht es wieder mit weniger Intensität weiter. Und das wiederholen wir dann 3 bis 5 Mal. Das ist dann genau der Gedanke, den ich schon mal in meinem X-Fit, CrossFit Video beschrieben habe, wie man das gut variieren kann. Das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie lassen wir am besten die Pfunde wegschmelzen? Wir beginnen hier mit Stufe 1 und zwar ganz normal gehen wir erstmal mit dem Roller spazieren. Das ist für unsere Motorik gut. Wir lernen den Roller kennen, wir lernen kennen, wie er rollt, wir lernen sein Gewicht kennen und wir lernen unsere Bewegungen kennen. Stufe 2 wird jetzt schon interessanter, denn nun wechseln wir die Seite und wir gehen zwischen dem Trittbrett bei dem Roller hier hindurch. Einfach einmal üben, langsam immer wieder die Seite wechseln, von links nach rechts, hin und zurück. Stufe 1 und 2, das war eher für die Motorik und jetzt kommt so langsam die Kondition dazu, denn jetzt gehen wir nicht mehr so spazieren hier, sondern wir machen das hier. Wir springen einmal hier, wir können durchspringen. Wir können aber auch übers Hinterrad springen. Das macht uns fit und das lässt dann auch die Pfunde schmelzen. Und das Ganze können wir kombinieren mit Dauerlauf. Wenn wir laufen, haben wir einen Teil unseres Körpergewichts auf dem Lenker. Das heißt, Joggen ist also mit dem Tretroller auch möglich und es schont sogar noch die Gelenke. Und beim Joggen können wir dann auch einmal durch den Roller hindurch springen oder über das Hinterrad hinweg springen. Das ist ein wahrer Konditionsbooster. Etwas ganz Wunderbares beim Tretroller ist ja auch, und damit kommen wir hier zur nächsten Stufe zum Fahren, dass wir mit einem Fuß, und zwar mit dem, der am Boden ist, immer genau spüren, was der Untergrund ist. Ist der Unterboden rutschig oder hat er noch genügend Grip? Dann können wir optimal einstellen, wie viel Kraft wir in den Fuß geben, ohne wegzurutschen. Und damit können wir natürlich genau einschätzen, wie auch die Bodenhaftung für die Reifen ist. Ein großer Vorteil gegenüber dem Fahrrad, wo man ja völlig isoliert vom Untergrund in den Pedalen steht. Wenn wir mit dem Tretroller unterwegs sind, dann sind wir also immer mit dem Boden in Berührung. Wir sind viel besser geerdet und wir steigen zwischendurch auch einmal ab. Ja, und genießen die Natur hier. Es ist ein Traum. Und jetzt hier in der nächsten Stufe lassen wir es mal richtig zur Sache gehen. Das wäre der intensive Teil. Wir fahren richtig mit Kraft hoch und dann variieren wir mal mit den Techniken, die wir eben im Gehen gelernt haben zur Koordination. Das flechten wir dann mal hier ein. So kann man also mit dem Tretroller in verschiedenen Stufen immer fitter werden. Und eins kann man natürlich auch ganz normal mit dem Tretroller durch die Gegend fahren und die Natur genießen. Der Naturgenuss, das wäre dann quasi die Zone 1. Wir sind sehr locker unterwegs, können die Natur genießen, umherschauen. Und wenn wir dann Lust bekommen, unseren Körper zu stärken, gehen wir einfach über in die Zone 2, wo wir so unterwegs sind, dass wir so gerade eben noch sprechen können. So wie ich das jetzt hier mache. Ja, das hier ist Zone 2. Und nicht vergessen, ab und zu einmal absteigen und schieben, das ist erlaubt. Und das macht Spaß und bringt Erholung. Weil mir jetzt gerade so schön warm ist, gehe ich noch einmal in Zone 5 über. Hohe Anstrengung, volle Belastung. Das ist gut, um Impulse für Muskelwachstum und für einen stärkeren Kreislauf zu bekommen. Auf geht's. So, Vollgas. Und nochmal rüberspringen. Und nochmal. Wenn ich jetzt wieder langsamer werde, bin ich fast schwerelos unterwegs. Denn ein Teil meines Gewichts lastet auf dem Lenker. Also zum wieder fit werden, probier den Tretroller einfach einmal aus. Die Gelenke werden geschont. Der gesamte Körper wird beansprucht
Muskeln bekommen Wachstumsimpulse, der Kreislauf wird verbessert, Stress wird abgebaut und damit sinken natürlich die Krankheitsrisiken für viele stressbedingte Krankheiten. Und noch etwas ganz Wichtiges passiert: Dein Körper wird kräftiger, die Funktionalität erhöht sich und die tote Masse, das Fett, was uns Plätzchen und Convenience Food, also Industrieessen, beschert haben, das schmilzt langsam wieder weg. In Verbindung mit wenigen Mahlzeiten pro Tag, gesundes Essen, unverarbeitetes Essen eben und Bewegung. Also nicht den ganzen Tag sitzen, aber auch nicht zu stark bewegen. Wirklich richtig langsam reinkommen, ganz langsam, immer ein bisschen mehr. Der Körper zeigt dir schon, wie du dich steigern kannst. Dann bekommst du nämlich Lust auf Steigerung. Wenn du keine Lust auf Steigerung hast, kürzer treten und abwarten. Der Körper reguliert alles von alleine. Aber nur, wenn du auch wirklich auf ihn hörst. Okay, ein bisschen einschränken muss ich es. Der Körper reguliert natürlich nicht alles von alleine. Aber sein Fitnessprogramm, wie du dich ideal stärken kannst, da gibt der Körper schon eindeutige Signale und die sollten wir auch immer beachten. Ich genieße jetzt hier noch meine Fahrt. Ich gebe dir einen großen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie sieht es bei dir aus? Was machst du am liebsten? Spazieren gehen, joggen, Radfahren? Oder bist du auch mal mit dem Tretroller unterwegs? Oder ganz anders, was tust du für deine Gesundheit? Schreib es hier in die Kommentare. Dann können wir hier alle zusammen darüber diskutieren und vielleicht zu neuen Erkenntnissen kommen. In jedem Fall meine Ausgangsmeinung: Gesamtkörpertraining, maximal gelenkschonend. Und unglaublich viele schöne Eindrücke aus der Natur, selbst die Natur im Körper durch das Einatmen der frischen Luft. Das macht der Tretroller aus meiner Sicht am besten. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Dahin, tschüss.